Yassas! Yassas, willkommen zurück bei Laura und Mariano. Wir sind Laura und Mariano, live aus Griechenland weiterhin. Ja, wir sind so ein bisschen dem schlechten Wetter nach Athen geflüchtet, waren dort ein paar Tage, haben so ein bisschen Sightseeing gemacht und gearbeitet, waren dann noch bei der Akropolis, wobei man muss auch nicht unbedingt auf diesen Berg gehen, sondern man kann auch, drumherum sind auch so Berge, von wo man so eine super 360 Grad Aussicht hat auf die Akropolis und die ganze Stadt. Also es war richtig schön. Ich war aber noch auf der Akropolis, da muss man halt Eintritt zahlen, ist auch ein bisschen teurer für Leute ab 25 oder Leute, die nicht mehr studieren. Aber für mich ist es halt irgendwie ein sehr historisches Bauwerk und es war irgendwie so eine Once-in-a-Lifetime-Opportunity, die ich nutzen wollte und ich bin auch einfach ein Geschichtsnerd, deswegen fand ich das sehr schön. Außerdem war ich noch in der griechischen Agora und das gilt so als der Ort, wo die Demokratie erfunden wurde. Das ist natürlich alles der Grund, warum wir in Europa und in anderen westlichen Ländern und anderen Ländern der Welt heute sowas wie die Demokratie haben, wo man natürlich auch immer sich weiterentwickeln kann, weil perfekt ist es bestimmt nicht, aber auf jeden Fall eine relativ faire Art der Staatsführung. Ja, dann in so einer großen Stadt gibt es natürlich auch immer wieder leckere Sachen zum Essen. Challenge completed. Ein großes Ziel von mir war auf jeden Fall veganes Gyros bzw. dann noch vegane Pita-Tasche zu essen, während wir in Griechenland sind und das Ziel haben wir jetzt erreicht. Jetzt waren wir hier in dieser Region für die letzten 1-2 Wochen beim ROSA-Projekt, das steht für Rolling Safe Space. Ja, und dabei geht es darum, eine mobile Anlaufstelle für Frauen auf der Flucht zu schaffen. Sprich, es gibt einen LKW, der hier in der Region zu verschiedenen Geflüchtetencamps fährt und Frauen einen Rückzugsort bietet. Es ist jetzt irgendwie voll krass für mich, wirklich hier zu sein, weil ich ja jetzt schon seit über einem halben Jahr mit Teil dieses Projekts bin und immer nur remote gearbeitet habe. Also ich war bei keinem Real-Life-Treffen dieser Organisation, weil das halt immer in Deutschland stattgefunden hat und nicht im Ausland war. Und deswegen ist es jetzt so richtig cool, physisch in diesem Bus zu sein und so zu merken, krass, die Idee von ein paar Menschen kann sowas bewirken und es wird gut angenommen und es hat einfach geklappt und das ist irgendwie so cool, dass sich diese ganze Arbeit so lohnt. Weil Laura Teil des Medienteams ist, waren wir hauptsächlich dort, um Fotos und Videos für Social Media zu machen. Gar nicht so leicht, wegen verschiedener Plattformen brauchten wir Fotos im normalen Querformat, Quadrat und im oft schwierigen 16:9 Hochformat. Kurze Videoclips ebenso im Hochformat und Querformat, also alles etwas kompliziert und viel Arbeit. Aber wir haben viel Material produziert, worauf in den nächsten Wochen zurückgegriffen werden kann. Die Pilotmission läuft jetzt für 3 Monate und danach müssen wieder Spenden gesammelt werden, um die Fortsetzung des Projekts zu finanzieren. Und dabei helfen natürlich auch Fotos und Videos. Zu den Camps ist Laura auch mehrere Male mitgefahren und hat Bilder vor Ort gemacht, als der LKW im Einsatz war und zum Beispiel während einigen Workshops. Aber die seht ihr alle auf dem Insta-Kanal von ROSA Rolling Safe Space. Ja, weil wir jetzt hier bei diesem Projekt lange waren, konnten die Crew ist halt in so einem Haus untergebracht und das konnten wir auch nutzen, um mal zu duschen und zwischendurch Wäsche zu waschen. Das war ganz praktisch. So top gepflegt waren unsere Haare seit Monaten nicht mehr. Und wir haben auch noch was richtig Leckeres mitgebracht bekommen. Und ganz cool, weil wir immer Brötchen zum Frühstück essen. Essen wir darauf halt diese vegetarischen Aufstriche. Und die haben uns Kai und Sophie jetzt mitgebracht. Zum Beispiel rote Beete, Meerrettich, Aubergine. Wobei wir uns wundern, wir hatten neulich schon mal ein Aubergine. Und der ist jetzt plötzlich viel orangener. Da dachten wir schon, das Etikett war falsch. Und wir waren echt überzeugt, das war dann so ein Paprika- oder Tomate-Aufstrich. Dass das Etikett falsch war, aber je nach Saison ist die Farbe vielleicht anders. Gartenkräuter, Curry, Mango, Papaya. Jetzt sind wir erstmal wieder für einen Monat versorgt. Und wir haben uns auch noch Katjes bestellt. Katjes Wunderland, sauer. Und Spätwerkel. Und Spätwerkel für Laura. Mein Lieblings-Katjes Essen. Ihr Lieblings-Katjes Essen. Ja, jetzt waren wir in dieser Region hier lang genug. Ist eigentlich ganz nett. Hier sind auch wieder, man hört es bestimmt, ganz viele Vögel. Und da hinten sind sogar Flamingos, die man hier jeden Tag beobachten kann. Also eigentlich ganz nett. Aber wir waren jetzt hier lang genug. Deswegen fahren wir jetzt mal weiter nach Norden. Nordosten.
weitergeht. Ich weiß ja nicht, ob ihr das so kennt, aber wenn man halt so eine Reise aufbricht, dann bin ich auch immer so voller Vorfreude, vor allem wenn ich dann im Auto, im Zug oder auf der Fähre oder wo auch immer bin und so richtig merke, oh, jetzt geht's los. Und das ist jetzt gerade auch wieder so. Zusammen. Wir sind jetzt bei heißen Quellen angekommen. Das ist ein sehr mystischer Morgen, weil man so den Nebel von den Quellen aufsteigen sieht und die Sonne gerade erst so ein bisschen aufgeht und es irgendwie immer noch so ein bisschen diesig ist. Wir stehen hier irgendwie mit sehr vielen anderen Campern und nicht so weit weg ist eine Straße, aber trotzdem werden wir jetzt diese heißen Quellen mal am Morgen genießen und da einfach mal baden gehen. Ich glaube, es sind irgendwie 38 Grad. Bevor die Fahrt weitergehen konnte, mussten wir aber auf jeden Fall noch Scheiben putzen. Morgens dachten wir, die Scheiben sind wie so oft einfach etwas beschlagen. Aber nee, sie waren einfach super dreckig. In den letzten Tagen war es überall extrem diesig und staubig und der leichte Regen in der Nacht hat den ganzen Van richtig schmutzig gemacht. Okay, wir konnten wieder rausschauen, also weiter geht's zu unserem nächsten Ziel. Heute ist mal wieder einer dieser Morgene, wo wir extra für den Sonnenaufgang früh aufgestanden sind und uns dafür einen Wecker gestellt haben. Und es ist eine total spannende und richtig schöne Atmosphäre hier. Also vorhin waren die Berge da hinten total pink angeleuchtet. Jetzt kommt langsam da drüben die Sonne hoch. Wir sind hier mitten alleine im Nirgendwo irgendwie. Wir hören einen Fluss, wir hören irgendwie zwischendurch voll viele Vögel, Hähne und manchmal ein paar Ziegen und sind so völlig allein für uns und es ist echt eine richtig schöne Atmosphäre und ich finde es dann immer mega spannend, wenn man darüber nachdenkt, dass wir so mitten im sonst sehr lauten, voller Menschen Europa sind und wir einfach so einen Platz gefunden haben, der irgendwie, ja, den wir gerade irgendwie für uns alleine haben und das halt auch voll in der Nähe von so einem krassen Touris-Sightseeing-Spot, aber lohnt sich auf jeden Fall das frühe Aufstehen. Jetzt warten wir, dass da drüben die Sonne hinter den Bergen hervorkommt und wir ein bisschen schönen Sonnenschein abbekommen, bevor wir frühstücken. Jetzt ist die Sonne aufgegangen und es ist einfach ein wirklich wunderschöner Ort und ich meine, er ist nicht mal was krass Besonderes, weil es gibt Wiese, es gibt Berge, es gibt ein bisschen Wald, also es ist nicht super krass einzigartig oder so, aber es ist einfach so mitten in der Natur und nach dem ganzen Rosa-Trubel tut mir das total gut, jetzt einfach an so einem stillen, friedlichen, schönen Ort zu sein und diesen Lifestyle zu genießen, weil genau, um an solchen Orten sein zu können, leben wir halt im Van. Hallo. Ihr sollt da rüber gehen. Hey! Ja, fast. Yalla! Yalla! Wir laufen jetzt mal auf diesen Hügel für eine bessere Aussicht. Ist auch sehr lustig hier, weil es kommen ständig so Schaf- und Ziegenherden vorbei und ganz viele Schäferhunde. Und Schäfer. Aber generell ist es hier echt eine coole Gegend, wo man sich irgendwie voll viel bewegen kann und voll viel machen kann. Aber genau, wenn man hier jetzt so viel rumlaufen kann und hier so alleine ist, wollen wir das jetzt auch noch mal ein bisschen tun. Und noch um einen besseren Blick auf die Felsen da drüben zu haben.
und da hinten auf den Felsen, da sind die Klöster von Meteora und das ist eine krasse Landschaft, die wollen wir uns anschauen und werden da morgen früh zum Sonnenaufgang mal hochfahren. Es ist super windig, da hinten in den Bergen regnet es auch irgendwie die ganze Zeit und dann kommen immer so ein bisschen die dunklen Wolken hier rüber. Hier ist Sonnenschein und allgemein ist es einfach eine total krasse und wunderschöne Stimmung hier. Guten Morgen aus Meteora. Wie ihr seht, es ist noch ein bisschen frisch und wir sind wieder richtig früh aufgestanden, um die perfekten Lichtbedingungen an den Felsen zu haben. Und wir haben ein bisschen das Gefühl, dass wir jetzt mit unserem lauten Van das Dorf hier aufwecken, aber es ist wieder richtig schön und magisch. Also die Stimmung wieder mal sehr einzigartig und es lohnt sich auf jeden Fall. Ist es nicht krass? Jetzt sind wir hier quasi ganz alleine, weil wir so früh aufgestanden sind. Man sieht hinter mir schon ein paar Klöster. Übrigens sind diese Felsen Sandsteine und sind so ähnlich auch in der sächsischen Schweiz. Und richtig bekannt wurde dieser Ort, weil hier ein James-Bond-Film gedreht wurde. Und seitdem ist es hier halt voll der Sightseeing-Spot. Während wir darauf warten, dass die Sonne hier noch ein bisschen besser rumkommt, erzähle ich euch ein paar Hardfacts zu den Klöstern von Meteora. Es gibt insgesamt 24 Stück. Ein Teil davon ist super schwer zugänglich, ein anderer Teil ist einsturzgefährdet und deswegen verlassen. Und ein paar sind aber noch bewohnt und an unterschiedlichen Tagen der Woche der Öffentlichkeit zugänglich. Ein paar davon sehen wir auch hier hinter mir. Und der Grund dafür, dass diese Klöster im 11. Jahrhundert hier auf diesen Felsen in so krasser Lage gebaut wurden, ist, dass Klöster in der Vergangenheit so ein bisschen errichtet wurden wie Burgen. Also in Klöstern gab es halt super viele Schätze, wie zum Beispiel irgendwelche Kelche aus Gold oder Gemälde, die super wertvoll waren. Und das ist ja auch heutzutage noch so. Und deswegen musste man eben in der Vergangenheit dafür sorgen, dass die irgendwie geschützt sind, weil sie natürlich irgendwie attraktiv für Räuber und Plünderungen waren. Und das hat man halt hier super erreichen können. Also hier konnte man natürlich irgendwie eine Mauer um das Kloster, was auf dem Felsen war, errichten und damit dafür sorgen, dass niemand so einfach das Kloster betreten konnte, ohne dass die Mönche oder Nonnen dem eingewilligt haben. So krass hier. Und überall sind so Schwalben und Vögel, die da in so Löchern wohnen. Und ich finde schon, es ist einfach, ich finde, das ist wieder so ein Ort, wo es voll krass ist, dass es so anders aussieht. Also, dass es so anders ist, wenn man wirklich hier ist, als wenn man so Bilder sieht. Es ist halt voll schwer, auf Bildern zu greifen. Und es sieht aus wie bei so einem Fantasy-Film. Wenn er jetzt nicht so eine Straße wäre, könnte das auch so Herr der Ringe, Game of Thrones, weiß ich nicht, so eine abgefahrene Location irgendwie. Guck mal, da sind so Vögel. Was uns in Griechenland aufgefallen ist, ist, dass die Kirchen und jetzt halt auch diese Klöster hier sehr schön und gut in Schuss gehalten aussehen. Das ist natürlich ein Indikator dafür, dass hier ziemlich viel Geld zur Verfügung steht. Und diese Klöster gehören auch zum UNESCO-Weltkulturerbe. Und vorhin haben wir auch ein Schild gesehen, irgendwie, dass es eine EU-Förderung gibt. Das heißt, da fließt ziemlich viel Geld rein. Und generell bin ich ein Mensch, der sich irgendwie denkt, okay, Kirchen und Klöster gehören natürlich irgendwie zur Geschichte der Menschheit und ganz viel ist das natürlich auch Kunstgeschichte irgendwie, weil es natürlich eine bestimmte Art von Architektur ist und die Gemälde natürlich auch voll wertvoll sind. Aber trotzdem sieht man hier in Griechenland auch viel Armut. Also durch die Finanzkrise vor ein paar Jahren und generell ist Griechenland, glaube ich, ein Land, was sehr
wirtschaftliche Probleme hat zwischendurch, hohe Arbeitslosigkeit und so weiter. Und ich finde, da muss man ein bisschen abwägen, wo halt viel Geld reingesteckt wird. Und ich möchte das überhaupt nicht beurteilen, sondern wir möchten, glaube ich, auf diesem Channel auch so ein bisschen anregen, alles immer so ein bisschen zu hinterfragen. Und das ist irgendwie für mich auch ein Grund zu reisen, die Welt ein bisschen zu verstehen und alles ein bisschen kritisch zu betrachten, ohne es halt total zu bewerten, aber sich zu überlegen, warum sind die Dinge so, wie sie sind und ist das fair und gerecht oder könnte man das irgendwie anders verteilen, um die Welt ein bisschen gerechter und schöner für alle zu machen. Die Touri-Zeit hat jetzt begonnen. Die erste Schulklasse ist jetzt hier schon das Kloster hochgerannt. Und da zwischen der Felsspalte, wenn man so ganz hinten guckt, da sieht man so ein anderes Auto reflektieren. Da haben wir geparkt übrigens. Und wir konnten immer hier so hochschauen. Ich bin jetzt in eins der Klöster gegangen. Mariano hatte nicht so Lust, aber man muss ja auch nicht immer alles zusammen machen. Richtig lustig. Ich musste meinen Pulli um mich rumbinden, weil Frauen in der griechisch-orthodoxen Kirche wohl immer Röcke tragen müssen und ich das natürlich irgendwie nicht gemacht habe. Aber dann geht es halt diese Zwischenlösung, weil ich glaube, viele Touris hier ankommen und halt nicht daran gedacht haben und ich bin natürlich einer davon. Außerdem habe ich als Einzige irgendwie auch immer noch eine Maske an und dabei und viele interessieren sich anscheinend nicht mehr so für Covid, aber sonst ist es halt echt krass, wie schön das hier ist. Jetzt ist es hier auch langsam richtig voll, aber ich bin auf jeden Fall froh, mir das angeguckt zu haben, weil es irgendwie beeindruckend ist. Aber man sieht am Ende halt ein bisschen diesen Platz hier. Dann darf man in die Kirche reingehen und es gibt ein Museum. Also es ist jetzt auch nicht so super groß, aber hat auch nur bis 15 Uhr offen. Also ja, ist eigentlich ganz interessant, dass dann halt morgens hier so Touris rumlaufen und nachmittags ist es dann wieder nur ein Ort für Mönche, der dann wahrscheinlich auch vor allem fürs Beten und so weiter genutzt wird und den Klosteralltag. Dieser ganze Weg wurde später erst hinzugefügt. Das heißt, ganz früher gab es hier echt nur so Sattelzüge und irgendwelche Strickleitern, mit denen die Mönche und Nonnen zu ihren Klostern hoch und runter kamen. Und das hat sie natürlich dann noch mehr vor AngreiferInnen oder eigentlich nur Angreifern wahrscheinlich geschützt. Und ich bin sehr froh, dass es jetzt hier so einen schönen Weg gibt und ich nicht in einem Netz an einem Sattelzug zum Kloster hochgezogen werden musste. Guten Morgen, es ist wieder ziemlich früh und irgendwie ist die Sonne noch nicht so ganz aus den Wolkendecken hervorgekommen, deswegen ist es ein bisschen kalt. Wir sind irgendwie die Einzigen, die hier schon wach sind. Heute haben wir mitten in den Bergen übernachtet mit ein paar anderen Vans um uns rum. Da ist aber irgendwie noch niemand wach, deswegen ist es voll schön, dass wir diesen Ort jetzt so gefühlt wieder ziemlich für uns alleine haben. Und ich wollte sagen, das kann ich total empfehlen, an so Orten länger zu sein und dann an unterschiedlichen Tageszeiten vorbeizukommen und die unterschiedlichen Stimmungen mitzubekommen. Also wenn ihr krasse Orte findet, dann bleibt dort halt ein bisschen länger, weil es jetzt natürlich wieder ganz anders ist an diesem etwas bewölkten Morgen, als zum Beispiel gestern Mittag, wo dann total Sonnenschein war und super viele Touribusse. Und ja, beides macht ja irgendwie diesen Ort aus. Und um einen Ort wirklich zu verstehen und ein bisschen die Stimmung wahrnehmen zu können, muss man natürlich auch ein bisschen länger bleiben. Evcharisto. Und das heißt Danke auf Griechisch. Danke fürs Zuschauen. Wir genießen noch unseren Morgen und fahren dann weiter zu unserem nächsten Ziel. Bis zum nächsten Video. Und jetzt sagst du noch Adieu. Adio.